Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und nein, wir sind heute nicht in Lissabon, sondern in einem geheimen Studio München. Und ich habe heute für euch, wie ihr da hinten schon seht, den VW ID.5 dabei. Und falls ihr heute alles zu ihm wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden erstmal über die Optik sprechen des SUV-Coupés, was ich jetzt heute für euch dabei habe, über den Innenraum, über den Kofferraum, ob ich auf der Rückbank noch ausreichend Platz habe. Nur fahren dürfen wir ihn leider nicht. Ich werde euch aber noch den Preis verraten. Falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich vor allem jetzt hier bei dem ID.5 lohnen, denn es ist ein Elektroauto und ihr profitiert jetzt in diesem Fall von einer Förderung von bis zu 10.000 € und einer Dienstwagensteuer von 0,25%, was sich auch auf den Leasingpreis niederschlägt. Und wenn wir jetzt mal über das Konzept dieses Fahrzeugs sprechen, ist es quasi auf der Basis vom ID.4, hat aber hinten ein Coupé-Dach. Vergleichsweise wären Wettbewerber der Škoda Enyaq als Coupé, hat Jan euch vorgestellt, aktuell noch gecovert. Nächstes Jahr dürfen wir ihn dann ja auch enthüllt vorstellen. Es gibt aber auch beispielsweise den Audi Q4 e-tron Sportback oder auch den Kia EV6, Hyundai Ioniq oder Tesla Model Y. Findet ihr alles bei uns auf dem Kanal, schaut da gerne mal vorbei. Und hier gibt es jetzt verschiedene Varianten vom ID.5. Einerseits gibt es den jetzt als Allrad, als GTX. Es gibt ihn auch mit dem Heckantrieb, den habe ich jetzt hier für euch dabei. Dann ist es eben hier in der Pro Performance Variante mit 204 PS und in der Pro Variante bekommt ihr den dann mit 174 PS. Und wenn wir jetzt hier vorne über die Optik sprechen, gibt es insgesamt 6 verschiedene Lackvarianten, die ihr wählen könnt. Hier haben wir jetzt das Gletscherweiß drauf. Finde ich sehr schick, erinnert auch an Audi, hat auch den Namen von der Audi-Farbe. Es gibt übrigens jetzt auch Mythos Schwarz, das ist meine Lieblingsfarbe von Audi jetzt hier bei dem ID.5, finde ich sehr, sehr gut VW. Und wenn wir jetzt hier in die Front schauen, fällt erstmal auf, dass er ein bisschen ähnlich aussieht wie der ID.4, aber nicht komplett. Vor allem hier die untere Partie unterscheidet sich sehr stark. Er hat ein größeres Maul, sehr große Lufteinlässe. Hier hinter dann übrigens auch noch ein Lamellenkühlergrill, der sich auf- und zuklappen kann, je nachdem, wie der Bedarf ist. Und wir haben jetzt hier an den Seiten Winglets, die sich auch am Heck wiederfinden. Schauen wir uns dann später noch gemeinsam an. VW-Logo übrigens jetzt hier in einem Schwarz-Weiß, was ich sehr schick finde. Und ihr bekommt jetzt hier serienmäßig LED-Leuchten, optional Matrix-LED-Licht. Was bedeutet Matrix-LED-Licht? Das ist gut für euch und eure Sicherheit, das ist auch super angenehm damit zu fahren, weil es beispielsweise den Gegenverkehr abblendet, aber auch den Schilder oder ähnliches anblendet. Das heißt, ihr fahrt halt permanent mit Fernlicht. Und wenn wir uns jetzt mal die Leuchte anschauen, finde ich sehr interessant, denn das Matrix-LED-Licht kommt einerseits hier eben mit dieser Verbindung in der Mitte und andererseits hier mit diesem dreidimensionalen Muster. Würdet ihr das LED-Licht nehmen, wäre das hier jetzt nicht der Fall und auch die Verbindung in der Mitte hättet ihr auch nicht. Deswegen würde ich das aus optischen Gründen, aber eben aus Sicherheitsgründen auch nehmen. Plus, ihr bekommt hier dann auch noch das dynamische Blinklicht und hinten dann noch die dreidimensionalen Leuchten, die zeige ich euch aber gleich. Und wenn wir jetzt ins Profil gehen, erzähle ich euch noch was zu den Maßen. Und der ist jetzt 4,60 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,61 Meter hoch. Und wenn ihr jetzt hier mit mir im Profil seid, seht ihr auch schon, dass er eben diese Coupé-Linie hinten hat. Ich kann euch schon so viel versprechen, ihr habt jetzt hinten nur 12 mm weniger Platz nach oben und sogar einen größeren Kofferraum. Das heißt, der sieht nicht nur schick aus, sondern hat auch noch Vorteile beim Platzangebot im Vergleich zum ID.4. Plus er hat auch einen besseren CW-Wert eben. Durch das Coupé-haftige Dach hat er eben einen CW-Wert von 0,26 anstatt 0,29. Heckangetrieben bedeutet, er hat nur hinten einen Elektromotor. Die GTX-Variante, die Jan euch vorgestellt hat, hat dann auch noch vorne einen Elektromotor. Wenn wir jetzt hier über das Fahrwerk sprechen, habt ihr jetzt optional einen DCC, ihr habt optional auch die Progressivlenkung und an der Seite würde ich euch jetzt gerne die Optik zeigen und fangen wir vielleicht erstmal mit den Felgen an. Beginnend sind es jetzt hier bei 19 Zoll Felgen bis 21 Zoll Felgen. Wir haben jetzt hier die ganz großen 21 Zoll Felgen drauf. Sind geschlossen, beziehungsweise fast geschlossen, gut für die Aerodynamik, hier mit so einem Bicolor-Look, in der Mitte dann das VW-Logo, drumherum dann so eine Plastikbeplanung. Hier an der Seite seht ihr übrigens dann das Pro. Pro und Pro Performance haben jeweils eben dieses Pro-Badge und beim GTX steht dann eben hier GTX.
Spiegelkappen sind sehr groß und ihr seht jetzt hier so ein kleines anthrazitfarbenes Element und hier drumherum habt ihr jetzt ein silberfarbenes Element im Kontrast zum schwarzen Dach und ihr bekommt jetzt hier immer ein kontrastschwarzes Dach, ihr bekommt es nicht in Wagenfarbe. Ich habe dann gefragt, warum das so ist. Das ist ein Designthema einfach, weil es schicker aussieht, weil es sich so ein bisschen abhebt, ein bisschen schwebender aussieht. Ich finde es sehr schick, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es so findet. Und wenn wir jetzt hier noch an der Seite sind, eine wichtige Sache noch, eingelassene Türgriffe. Man kommt hier auch gut dran, man kann die dann hier unten öffnen, die sind dann so elektrisch öffnbar, heißt ich drücke da so auf so einen Knopf, keine Zuziehhilfe leider. Und was auch besonders ist, dass wir jetzt hier unten alles lackiert haben, was das Ganze nochmal viel wertiger aussehen lässt von der Seite. Und wenn wir jetzt nach hinten gehen, würde ich euch erstmal fragen, wie findet ihr jetzt so dieses Heck? Würdet ihr den ID.4 eher bevorzugen oder eben den ID.5? Und schauen wir uns jetzt mal hier hinten das Heck an und was da als allererstes auffällt, ist der brutal große Spoiler, der jetzt hier hinten drauf ist. Der ist jetzt hier auch abgesetzt, hat natürlich auch Vorteile, denn er hat weniger Abtrieb, ihr habt eine bessere Spurstabilität in diesem Fall, plus ihr habt jetzt hier auch noch die 3D-Rückleuchten, von denen ich euch erzählt habe. Und die sind wirklich super schick. Schaut mit mir mal rein, da gibt es echt viele kleine Elemente. Hättet ihr jetzt das LED-Licht nur, wäre das eben hier nur eine Form. Und was ich auch super interessant finde, das Bremslicht ist dann in so einem X geformt. Ich hoffe, ich ergatter euch heute noch ein Schnittbild davon. Wenn ihr jetzt mal ein bisschen weiter weg geht, könnt ihr euch mal das ganze Heck anschauen. Auch hier wieder durchgezogene Linie, VW-Logo sehr groß. ID.5 steht jetzt hier weiß drauf, was ich sehr schön finde, auf dem weißen Grund. Und hier unten habt ihr dann eben die Winglets, von denen ich euch vorhin schon erzählt habe, plus eben hier unten relativ viel Hartplastik. Ist unaufgeregt hinten, aber irgendwie schön. Ich mag den Spoiler, ich mag den sportlichen Anspruch. Was man sagen muss, ist, dass ihr jetzt hier ein bisschen schlechter hinten raussieht als im Vergleich zum ID.4. Das ist aber nur eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist noch über das Laden sprechen, bevor wir uns den Kofferraum anschauen. Das können wir hier machen. Ich mache euch das mal auf. AC-Laden, DC-Laden, jetzt ist vielleicht erstmal interessant zu wissen, was haben wir denn hier für Akkuvarianten. Und es gibt leider nicht wie bei ID.4 die 52 Kilowattstunden fassende Akku-Variante, das finde ich ein bisschen schade, sondern nur die große mit 77 kWh. Den 77 Kilowattstunden fassenden Akku könnt ihr dann mit bis zu 11 kW AC laden, dann ist er in 7 Stunden 30 voll. Ihr könnt den jetzt aber mit dem 3.0 Software-Update dann mit 135 kW DC laden. Es geht also schneller als jetzt eben beim ID.4 aktuell noch. Bei dem wird eben dieses Software-Update auch kommen, dann wird es auch so schnell gehen. Und dann habt ihr hier eben in 29 Minuten von 5 bis 80% den Akku voll. Das ist eine ganz gute Ladeleistung. Jetzt machen wir hier mal wieder zu. DC-Laden müssen wir jetzt nicht, der ist aktuell hier voll. Und was wir als nächstes machen, ist uns noch den Kofferraum anschauen. Dafür machen wir den jetzt hier mal auf. Funktioniert hier unten, muss ich nochmal suchen, genau, mitten in der Mitte, nicht am VW-Logo. Und der hat jetzt 549 bis 1569 Liter. Ich habe es auf den Liter genau ausgerechnet für euch, beziehungsweise auswendig gelernt. Und schaut mal, hier hinten habt ihr jetzt einen doppelten Ladeboden. Alles sehr hochwertig verarbeitet, mit Vlies hier ausgelegt. Ihr bekommt jetzt hier auch diesen doppelten Ladeboden hochgehoben und habt dann hier Platz für die Ladekabel beispielsweise. Ich hole die mal raus. Hier Ladekabel für die Wallbox. Und schauen wir mal, ob es hier noch ein anderes gibt. Yes, wir haben hier noch ein Ladekabel für die Haushaltssteckdose, das erkennt man immer an der großen Kachel, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, diesen Akku hier an der Haushaltssteckdose zu laden, zumindest nicht für lange Zeit. Ich glaube, dann bräuchte er fast 2,5 Tage, bis er voll wäre. Sehr gut, wie ihr jetzt hier seht, kann man das Ganze wieder verstauen, kann das jetzt hier einfach wieder hochklappen, kann auch diesen doppelten Ladeboden ganz rausnehmen, aber ich lasse ihn jetzt mal drin, weil, was ich euch als nächstes zeigen möchte, ist erstmal, dass wir die Hutablage jetzt hier ganz okay rausbekommen. Auf der anderen Seite würde ich es auch mal schnell machen. So. Und, da ist mir ja entgegengekommen, jetzt kann ich die Rückbank von hier hinten umklappen und da komme ich jetzt nicht so gut dran. Da muss ich tatsächlich an die Seite gehen mit meinen 1,64 Meter. Das mache ich mal schnell. Einmal. Gehe auch noch auf die andere Seite. Und zweimal. Und jetzt seht ihr eben diese 1569 Liter. Und das finde ich schon ganz schön gut. Schaut euch das mal an. Ihr habt jetzt da auch keine Kante oder sowas drin, könnt damit dann auch große Dinge transportieren. Und was auch Vorteil ist, ist, dass ihr eben einen größeren Kofferraum habt im Vergleich zum VW ID.4. Und was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist genau das, was Jan gerade gespoilert hat. Und zwar haben wir hier auch noch eine Anhängerkupplung. Die kann ich jetzt hier optional rausfahren lassen elektrisch. Hier rausklappen und der ID.5 zieht jetzt 1,2 Tonnen. Der GTX
200 Kilo mehr, also 1,4 Tonnen. Jetzt mache ich das hier wieder rein. VW hat uns versprochen, dass das auch noch optimiert werden soll, heißt, das soll irgendwann mal mehr ziehen. Wir sind sehr gespannt, was wir als nächstes machen. Ist gemeinsam noch auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter groß und dann würde ich sagen, kommt da einfach mal mit. So, was ich mal als erstes mache, Licht ist schon an. Hier hinten mal die Scheibe runter, damit ihr mich besser seht. Und was wir jetzt als erstes anschauen ist, lasst euch nicht von den Piepsen nerven, das ist leider von der Zündung. Hier haben wir jetzt ein sehr schönes Kunstleder, also ein Alcantara in Kombination jetzt hier mit so einem braunen Kunstleder. Isofix jetzt hier hinten auf beiden Seiten. Auch die Kopfstützen sind einfach verstellbar und unfassbar weich gepolstert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich da lange Strecken sehr komfortabel hinter mich bringe. Und vor allem habt ihr jetzt hier ausreichend Platz nach oben hin. Ich bin jetzt nicht die größte, aber nur 12 mm weniger Platz als im Vergleich zum ID.4, was echt okay ist. Plus nach vorne hin 3 Fäuste Platz, das ist auch gut. Die Sitze sind auf Jans Größe eingestellt, also ein 1,88 Meter großen Mann. Schaut bei mir mal jetzt hier nach vorne. Ihr habt hier keinen Mitteltunnel, was sehr cool ist. Ihr habt jetzt hier auch noch eine Klimaautomatik und 2 USB-C-Anschlüsse, die ihr nutzen könnt. Sehr digital hinten alles, aber Klavierlack, das finde ich nicht so gut. Hier in der Mitte dann auch noch eine kleine Armauflage mit 2 Cup-Holdern. Plus ihr habt natürlich auch eine Durchreiche, sehr praktisch. Könnt damit auch Skifahren gehen, auch wenn da vielleicht die GTX-Variante die bessere für euch ist, weil ihr dann eben auch ein Allrad dabei habt. Schaut bei mir mal noch in die Tür. Dieses weiße Element finde ich sehr, sehr schick. Das ist so ein mattes Weiß. Beim Jan war das jetzt in so einem Klavierlack. Ich finde die Variante deutlich besser, weil man da weniger Flecken sieht als auf diesem Klavierlack. Türöffner ist auch okay, schön integriert. Hier dann auch nochmal dieses Braun und relativ viel Hartplastik jetzt hier unten auch in der Tür, aber es ist dadurch sehr robust und ihr habt hier auch ausreichend Platz. Keine Einstiegsleiste hinten, hätte ich jetzt auch nochmal ein bisschen schick gefunden. Und was wir jetzt machen, ist gemeinsam vorgehen, dieses nervige Piepsen kurz ausmachen. Ich mache vorne noch auf, auch wenn der Motor nicht vorne ist, und erzähle euch noch was zu den Leistungsdaten. So, und hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu dieser Variante. Der hat jetzt 204 PS, heckangetrieben, 310 Newtonmeter maximales Drehmoment. Bei der GTX-Variante habt ihr hinten auch die 150 kW, also 204 PS und vorne eben 80 kW, insgesamt 299 PS und ihr bekommt den auch mit 174 PS. Der hier wird jetzt vom Max 160 km/h schnell, der GTX dann 180 km/h. Was er verbraucht, weiß ich leider aktuell noch nicht. Reichweite ist bei dem jetzt 520 Kilometer rein elektrisch, was sehr gut ist. Beim GTX sind es 490 Kilometer durch den Allrad geschuldet. Was wir jetzt als nächstes machen, ist hier vorne zu, mit Schwung. Wir gehen gemeinsam rein. Ich zeige euch da vorne noch alles und anschließend gibt es ein kurzes Fazit. Ich erzähle euch, was er kostet. Ja, und ich würde sagen, ihr kommt mal mit, oder? Jetzt geht es wie versprochen weiter mit dem Innenraum und ich finde den erstmal mega cool. Ihr bekommt den nämlich einmal mit so einem braun-weiß, ihr bekommt den aber auch ganz in schwarz, weil falls euch das jetzt hier zu fancy ist. Ich finde ihn aber sehr cool, weil er irgendwie retro ist, gleichzeitig aber modern. Und fangen wir mal als allererstes mit den Sitzen an. Die haben jetzt hier wie auf der Rückbank auch ja einen Mix aus so einem Alcantara oder Mikrofaser und hier eben dem braunen Kunstleder. Sehr schön, hier nochmal die Stitchings. Hier unten habt ihr dann übrigens auch nochmal eine Verlängerung für die Kniekehle, falls ihr lange Beine habt. Mich interessiert es ja meistens eher nicht so. Sehr weich gepolstert alles, auch die Seitenbacken hier übrigens. Hier oben auch sehr weich gepolstert. ID-Zeichen steht jetzt hier drin und auch die Kopfstützen sind sehr, sehr weich. Wir haben hier übrigens die Komfortsitze und genau das sind sie. Sie sind echt sehr, sehr komfortabel. Was ihr auch habt, sind so 2 Busfahrer-Armlehnen, die ich ganz cool finde. Da fühle ich mich irgendwie so... kann ich mich so nach hinten lehnen und losfahren, finde ich schon ganz schön chillig. Die würde ich auch nicht missen wollen. Was wir auch haben, ist eine sehr schöne Tür und die würde ich als nächstes mal mit euch anschauen. Und sehr großer Vorteil ist, genauso wie auf der Rückbank, dass die Flächen, die beim Jan jetzt beispielsweise in einem Klavierlack waren, bei uns jetzt in so einem matten Weiß sind. Heißt, man hat da keine Fingerabdrücke drauf. Ich finde es sehr schön, es sieht super elegant aus. Wie sie es natürlich damit verhält, ob die schnell dreckig werden oder nicht, kann ich euch jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Ich hoffe, wir dürfen ihn irgendwann mal testen, auch längere Zeit testen. Dann hoffe ich auch, dass ich sie nicht dreckig mache. Sehr viel braun, unten dann wieder Hartplastik. Das wird ja oft bei VW kritisiert. Ich finde, das ist aber gut verarbeitet. Ihr habt unten auch ausreichend Platz, aber man muss wissen, es ist eben Hartplastik. Hier vorne dann das ganze Cockpit sehr waagrecht angeordnet. Ihr habt hier dann auch nochmal dieses Kunstleder. Hier unten dann nochmal so ein Aluminiumteil, beziehungsweise das Plastik sieht aber aus wie Aluminium, Luftdüse und hier dann auch wieder Hartplastik.
Hier habt ihr auch noch ganz schön viel drin im Handschuhfach. Ihr seht, es passt auch sehr viel rein. Und tatsächlich ist bei VW jetzt und vor allem beim ID.5 der Innenraum komplett tierfrei. Bis auf das Lenkrad, das gibt es optional noch immer mit einem Leder. Liegt daran, weil man beispielsweise zum Teil verschiedene Dinge nicht integrieren kann, wie zum Beispiel die Heizung beim Lenkrad. Wenn wir uns jetzt die Mittelkonsole hier anschauen, schwebt die teilweise, hat jetzt hier so ein bisschen Platz, um irgendwas reinzulegen. Sieht sehr leicht aus. Hier habt ihr dafür wieder relativ viel Klavierlack. Das finde ich jetzt nicht so gut. Könnt hier dieses Mittelstück komplett rausnehmen, sehr praktisch, also entweder die große Fläche nutzen oder hier eben reinmachen und 2 Cupholder benutzen. Hier habt ihr dann auch noch den Schlüssel. Uns wird es mittlerweile ein bisschen langweilig, denn die Schlüssel sehen alle gleich aus beim VAG-Konzern, vom Cupra bis hin zum Seat, bis hin zum Skoda, bis hin zum VW. Aber das ist eine Kleinigkeit, trotzdem sind sie sehr schön, liegen gut in der Hand. Hier noch eine kleine Jalousie, die ihr auffahren könnt. Hier drunter dann auch nochmal so kleine Konfigurationsspielereien. Habt ihr so 2 Trennfächer, habt hier noch eine induktive Ladefläche, wo ihr euer Handy hinlegen könnt. 2 USB-C-Anschlüsse dann auch noch und hier könnt ihr das Ganze wieder zumachen. Könnt euer Handy laden und eben unterwegs fahren und es stört euch nicht, falls ihr eine Nachricht oder einen Anruf bekommt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass Jan mal reinkommt und wir schauen uns jetzt hier vorne mal als allererstes das Lenkrad an. Ich finde es voll cool, dass es hier komplett in weiß ist. Es schwebt hier drin so, das sieht irgendwie locker, leicht luftig aus. In der Mitte dann das VW-Logo. Sieht sehr gut aus, sehr qualitativ, ist jetzt hier in so einem Chrom gefasst. Auch der Pralltopf ist jetzt einfach nicht billigen Plastik, sondern ist so schön bezogen, dreispeichig. Und hier haben wir jetzt die View-Taste, mit der ich da vorne das kleine Cockpit steuern kann. Und mehr kann man da eigentlich nicht anzeigen, ist auch gar nicht so schlimm. Man kann sich jetzt hier das Infotainment steuern. Hier habt ihr dann auch noch die Assistenzsysteme, die ihr einstellen könnt. Und eine Sache, die ich sehr cool finde, ist das kleine Cockpit da vorne. Und schaut mal, wenn Jan kurz weggeht, das geht jetzt hier mit, heißt, wenn ich mir das Lenkrad einstelle, habe ich nie das Problem, wie beispielsweise bei Peugeot, dass ich das Lenkrad über das kleine Cockpit mache und das dann nicht mehr sehe. So ist es immer gut integriert. Was ich sehr cool finde, hier haben wir dann auch den Gangwallhebel, genauso wie beim Cupra Born, den wir euch vorgestellt haben. Drive oder auch der Brake-Modus, Neutral- und Rückwärtsgang. Vielleicht gehen wir kurz in den Rückwärtsgang, wenn ich gerade hier bin. So sieht er aus. Ihr habt auch so Hilfslinien, die die Kamera ist sehr klar, wie ich finde. Und was ich auch cool finde, schaut mal da vorne, wenn ich jetzt die Gänge wechsle. Ich gehe jetzt hier nochmal in Rückwärts, gehe im Park und gehe jetzt nochmal in Drive. Seht ihr es da vorne? Da habt ihr immer noch so ein kleines Lichtspiel. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ich steige noch nicht ganz dahinter, wie es funktioniert. Jetzt gehe ich hier wieder im Pez. Da vorne ist es wieder passiert. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist vielleicht noch über das Head-Up-Display da vorne sprechen. Wir haben jetzt hier übrigens die Zündung, die wir an- und ausmachen können. Hier unten ist der Start-Stopp-Knopf. Und schaut mit mir mal das Augmented Reality Head-Up-Display an. Das ist sehr, sehr groß und vor allem macht es echt euch das Leben einfach. Wir haben es euch auch schon beim Audi Q4 vorgestellt. Das zeigt euch beispielsweise die Navigationsdaten mit auf die Straße an und zeigt euch auch an, wo ihr abbiegen sollt. Heißt, ihr habt zum Beispiel so ein Fischgrätenmuster, damit ich keine Straße mehr verpasse. Finde ich sehr, sehr gut. Gefahren bin ich jetzt nicht, aber bei den anderen Konkurrenten oder Wettbewerbern war dieses System sehr, sehr gut. Was wir jetzt hier vorne haben, ist das große Infotainment-System. Was ich nicht so gern mag, ist, dass hier die Lautstärke per Touch funktioniert und aber eben hier auch die Temperatur. Das muss man mögen. Schaut mal, wenn ich das hier jetzt bewege bei der Temperatur, seht ihr da vorne auch, passiert wieder was in diesem Lichtlein. Das ist ganz witzig. Das ist okay, das mag ich jetzt bei der Fahrt nicht so gerne, weil man das nicht so einfach bedienen kann. Sonst haben wir hier unten nur Lüftungsdüsen und hier in diesem weißen Feld haben wir jetzt Shortwall-Knöpfe, die ja so touchempfindlich sind, mit denen wir dann eben hier vorne alles anschauen können. Jetzt gehen wir aber erstmal hier an den Anfang, das ist die Home-Ansicht, die könnt ihr euch auch selbst konfigurieren. Wenn ihr jetzt hier ein bisschen länger drauf drückt, könnt ihr jetzt euch beispielsweise auch das Fahrzeug da reinmachen, könnt dann hier auf X klicken und dann habt ihr hier immer das Fahrzeug drin. Hier rüber gefahren könnt ihr euch dann auch noch verschiedene Dinge konfigurieren und hier runter gefahren habt ihr dann auch hier nochmal ein paar Shortcuts. Die wichtigsten Sachen, die ich euch zeigen möchte, gibt es hier in dieser App-Übersicht. Als allererstes vielleicht das Laden. Ist ja immer wichtig zu sehen, ihr habt hier den Battery Care Modus, den ihr ein- und ausstellen könnt. Könnt ihr euch auch nochmal hier erklären, was das genau bedeutet. Habt den AC-Ladestrom, den ihr reduzieren könnt und auch das AC-Kabel automatisch entsichern. Könnt ihr euch auch Ladeorte speichern, was den Alltag sehr einfach macht und habt hier jetzt auch noch die Übersicht über das Laden bis 80%. Aktuell hat er einen Füllzustand von 70% und 352 Kilometer. Wenn wir jetzt hier wieder zurückkommen, übrigens Apple CarPlay, Android Auto und ihr habt jetzt hier auch ein Car2X, bedeutet, dass
VW jetzt eine Schwarmintelligenz nutzt und alle Volkswagen sammeln Daten wie beispielsweise Straßendaten, topografische Daten oder auch eben Staudaten. Die teilen sie miteinander und ihr profitiert davon. Heißt, wenn ihr beispielsweise auf einer Straße seid, ihr habt eine Linie auf der Straße, kann dieses System eben über diese ganzen anderen schon bereits gefahrenen VWs trotzdem noch euren aktiven Spurhaltassistent dort nutzbar machen, auch wenn ihr eben nicht 2 Spuren angezeigt habt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist jetzt uns noch das Fahrzeug anschauen. Hier haben wir jetzt noch verschiedene Daten, die jetzt nicht repräsentativ sind. Langzeit, ab Start, ab Laden. Habt ihr auch noch den Status. Und was ich total gerne mag, ist diese Ansicht, innen und außen. Und hier könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen. Wir können uns das Auto auch noch mal einmal komplett von außen ansehen. Innen ist eigentlich interessant, dass ihr das Head-Up-Display auch einstellen könnt. Könnt ihr die Fahrerassistenz reinmachen, die Meldungen, Verkehrszeichenerkennung, Navigation, Eco-Empfehlung, also wirklich alles, was ihr quasi wollt und braucht, könnt ihr hier reinmachen. Auch Augmented Reality, falls ihr das nicht mögt, könnt ihr das rausmachen. Und ihr könnt hier vor allem eben auch das ID Light noch einstellen, finde ich sehr, sehr cool. Die Helligkeit, da vorne seht ihr es jetzt, da ist es, super cool. Und ja, das ist super viele Spielereien. Sitze habt ihr hier übrigens auch noch, den Komforteinstieg, den ihr einstellen könnt. Und ihr habt ja auf beiden Seiten auch noch eine Massage, was ich richtig cool finde. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, ist noch eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Navigation ist immer sehr wichtig. Schauen wir mal, wie schnell die funktioniert oder wie langsam sie funktioniert. Klicken wir jetzt hier drauf. Ja, funktioniert. Ich kann jetzt hier einfach starten, habe jetzt hier auch die Karte, die ich raus und reinziehen kann. Gehe jetzt hier aber wieder zurück, bevor wir jetzt hier starten, weil wir können ja leider heute nicht fahren. Und eine letzte Sache, von der ich ein ganz großer Fan bin, die Ambientebeleuchtung. Ich habe jetzt euch mal alles in Car Crash Orange eingestellt, habe jetzt hier aber auch Eternity, dann wird alles ein bisschen blau, passt aber nicht so zu dem Braun, wie ich finde. Desire, Euphoria, Vitality und ihr habt hier auch individual, heißt, könnt ihr 2 verschiedene Farben einstellen, die ihr möchtet. Ich nehme jetzt einfach mal Orange mit Orange, wie The Car Crash an dem Punkt. Abonniert gerne unseren Kanal, würde mich tierisch freuen. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. App Connect habe ich schon erzählt, Apple CarPlay, Android Auto. Hier haben wir dann auch nochmal die Klangeinstellungen. Und jetzt als allerletztes möchte ich euch noch die Sprachsteuerung zeigen. Und jetzt versuchen wir das mal. Hallo ID. Erzähl mir einen Witz. Oh, das haben mir meine Entwickler nicht beigebracht, aber ich probier's mal. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Ja, okay. Falls euch mal langweilig ist oder ihr euren Kindern Witze vorsagen möchtet, könnt ihr diese Funktion nutzen. Aber zum Beispiel auch die Navigation funktioniert jetzt viel einfacher. Man muss jetzt nicht sagen, navigiere zu München, bla bla bla, sondern man kann einfach sagen, fahr mich an den Odeonsplatz nach München. Und das funktioniert auch sehr gut. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam rausgehen und dann zauber ich euch noch ein Fazit und erzähle euch, was der ID.5 jetzt so kostet. Kommt mit! Ja, weiter geht's jetzt hier mit meinem Fazit und Jan hat mich erstmal nach hinten gepackt für den Überraschungseffekt. Das ist ja schon ein ziemlich krasses Studio. Man kann hier verschiedene Welten einstellen. Beim Jan seht ihr dann die Norwegen-Welt. Ich habe mich jetzt hier für Lissabon entschieden, weil ich so gern Pastéis esse. Aber jetzt geht es hier um den ID.5 und erstmal, ich stehe ja generell auf Coupés. Ich finde, die sehen deutlich schnittiger aus. Er sieht deutlich sportlicher aus. Man muss natürlich ja darauf stehen, dass ihr jetzt da hinten diesen massiven Heckspoiler habt. Ich bin gespannt auf euer Feedback dann letztendlich. Ich mag hier auch das Leuchtendesign total gern. Das ist innovativ. Man sagt ja irgendwie bei Elektroautos, Licht ist das neue Chrom. Man braucht hier nicht mehr Chrom, sondern arbeitet einfach sehr viel mit Licht. Und auch das Innenraumkonzept hat mir jetzt vor allem hier bei diesem Testwagen sehr gut gefallen. Ich mag die hellen Elemente, es sieht irgendwie ein bisschen retro aus, trotzdem sportlich. Und ich mag vor allem auch, dass wir hier alle Assistenzsysteme haben, die ich jetzt so in meinem Alltag brauche. Und auch andere Innovationen, wie beispielsweise eben diese Schwarmintelligenz. Wir haben das Car2X, heißt, andere Volkswagen sammeln für mich Informationen und lassen sie jetzt in meinen ID.5 einfließen. Und wenn wir jetzt hier hinten angekommen sind, geht es natürlich auch um die verschiedenen Motorpaletten. Ladeleistung ist in Ordnung, vor allem habt ihr jetzt hier auch dieses Update mit 135 kW DC-Laden. Das ist okay, in 29 Minuten kann man überall mal warten und einen Kaffee trinken. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man jetzt hier nicht die 52 Kilowattstunden fassende Akku-Variante bekommt. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen umweltschonender gefunden und manche müssen auch gar nicht diese hohe Reichweite von 520 Kilometer nach WLTP erreichen. Dafür müsst ihr hier viel weniger eben laden und habt auch ganz gute Ladezeiten. Wenn wir jetzt hier vorne stehen, geht es natürlich auch um den Preis und vielleicht erstmal um die Förderung. Ihr bekommt jetzt hier eine Förderung von 10.000 €. Ja, der ist komplett förderfähig. Der GTX leider nicht ganz, da bekommt ihr nur 7.500 €. Und der beginnt jetzt 2.500 €
teurer als der ID.4, liegt aber daran, dass er einfach viel mehr Serienausstattung hat und eben dieses Coupé-Dach. Der GTX beginnt dann 1.500 € teurer als der GTX als ID.4 und der liegt jetzt bei einem Preis von 46.000 €. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!